to show you is my obligation. How much longer can you hide? You can try and push away from me. You kick and scream, you're begging please. But once you get a little taste of freedom, you wanna get up off your knees. Come over, don't fight how you really feel. Come closer to me. I'll give you something to believe in. Come over, don't fight how you really feel. Come closer, please. I'll give you something to believe in. Da sind wir also, 7 Crewmitglieder inklusive Skipper, die alle den Traum von der Atlantiküberquerung haben. 3 von uns haben den Atlantik schon mal von Ost nach West überquert und wir haben jetzt also den Plan, von Martinique auf die Azoren zu segeln. Das Boot gehört dem Anbieter, über den wir gebucht haben, und ist entsprechend gut für die Langfahrt ausgerüstet. Unser Skipper Chris ist Freiberufler und ist tatsächlich auch noch nie über den Atlantik gesegelt, hatte aber genug Langstreckenerfahrung von anderen verrückten Turns. Unter den Crewmitgliedern haben die meisten einen Binnenschein, allerdings viel Hochsee-Fahrtensegelerfahrung, teilweise zwischen 2000 und 10.000 Seemeilen im Logbuch. Außerdem Regattasegeln auf dem See, Albert hat sein eigenes Boot auf dem Bodensee, ist schon um Kap Horn gesegelt und einschlägige Marineerfahrung ist auch dabei. Außerdem ein Elektriker und ein gelernter Bootsbauer, es kann also gar nichts schiefgehen. Letzte Worte, bevor wir ablegen, Leute. Ins Ungewisse. Mach's dann schon, oder? Wollt ihr es euch nochmal anders überlegen? Ja. Und wie das so ist auf einem Segeltörn, muss man leider vorher einkaufen. Und wenn man den Atlantik überqueren will, dann muss man sehr viel einkaufen. Zugegebenermaßen hatte ich das Erstellen der Einkaufsliste übernommen und das ist auf jeden Fall ein Thema, das man in Zukunft noch besser machen könnte. Wir haben für 21 Tage auf See kalkuliert, weil das die längste Zeit sein sollte, die wir mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Knoten brauchen würden. Außerdem hat bei dem Anbieter über all die Jahre auch tatsächlich niemand mehr als 21 Tage gebraucht, das schnellste waren 14 Tage. Wir haben zwar im Vorfeld schon Gerichte und Zutaten aufgeschrieben, aber am Ende war die Liste vor Ort noch nicht ganz fertig. Das hat dann schon noch Zeit gekostet. Wir haben uns einen Fahrer gesucht und sind los. Alright, ja. Der Fahrer ist auch Segler und er hat uns von den Traditionssegelbooten aus Martinique, den Yol Ronde, erzählt und Videos davon gezeigt. Das sind gut organisierte Vereine, die Meisterschaften austragen. Ja. Du, ich hab deine Sachen hier, bitte. Ja. Bier? Nach 2 Tagen Einkaufen und Verstauen sind wir dann endlich startklar und können zu dem lang ersehnten Turn in See stechen. Ein bisschen gemischte Gefühle, Aufregung, Abenteuerlust und vielleicht auch ein kleines bisschen Unbehagen. Auf Martinique gibt es 6 verschiedene Delfinarten, von denen mehrere im Atlantik endemisch sind. Das eben waren entweder Schlankdelfine, Clymene-Delfine oder Tümmler, wobei eine genauere Bestimmung von oben nur schwer möglich ist. Die Unterschiede sind auch laut Internet kaum zu erkennen. Es war auf jeden Fall eine schöne Begrüßung und ein guter Start für die Überquerung.
Da wir uns aber auf unser Glück nicht ausschließlich verlassen wollten, haben wir noch sicherheitshalber in alter Seefahrertradition die Meeresgötter besänftigt. Erasmus, alter Wettermeister, wecke auf die guten Geister, sei kein Kameradenschwein und schenk uns Wind und Sonnenschein. Nicht zu wenig, nicht zu viel, in der Ferne liegt das Ziel. Heute segeln wir West, morgen Ost. Prost! 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 So ein Eimer. Leider kein Fisch an der Leine bisher. Die Kartoffeln sind gar nicht so schlecht. Ja, sind gut. Scheiße, das ist kein Blut. Habt ihr aber gut gewürzt. Angenehm. So, das ist unsere erste Nacht. Ich habe jetzt Wache. Ich habe die letzten Stunden ganz gut geschlafen. Es ist nach Martinique-Zeit 3 Uhr und nach UTC 7 Uhr. Wir fahren nach UTC. Jetzt bin ich mal so gespannt, was passiert. Wir fahren unter Motor. Wir fahren schon die ganze Nacht unter Motor, weil wir leider keinen Wind haben. Dadurch haben wir jetzt schon fast einen Tag von unseren 6,25 Tagen Treibstoff verbraucht. Und in der Ferne, man sieht es glaube ich gar nicht. Wir fahren geradeaus ins krass Schwarze rein. Nach hinten ist alles hell. Der Mond ist super hell und vor uns kommen anscheinend Regenwolken. Das ist unser Radar gerade auf 1 Meile eingestellt. Man sieht ganz klar den Regen, in den wir jetzt gerade reinfahren. Insgesamt haben wir ca. 2700 Seemeilen vor uns. Man hat eben auf dem Radarbild gesehen, dass wir uns auf 15 Grad 38 Minuten nördlicher Breite und 60 Grad 35 Minuten westlicher Länge befinden. Theoretisch würden wir eine direkte Linie auf die Azoren steuern. Allerdings befindet sich in der Regel nördlich von der Passatwindzone auf dem Atlantik das Azorenhoch mit Ausläufern weit nach Westen. Daher segelt man in der Regel erst nördlich bis ca. zum 30. Breitengrad, ab dem ungefähr die Westwindzone beginnt. Da 1 Grad 60 Bogenminuten sind und eine Bogen- bzw. Winkelminute einer Seemeile entspricht, sind es ca. 900 Seemeilen oder 1670 Kilometer bis zur Westwindzone. Gibt schlimmere Orte, Wäsche zu waschen, oder? Ist jetzt nicht so schlecht. Aber vergraul nicht die Fische an der Angel. Nicht. Welche? Wo? Ich habe hier viel Druck, weil ich habe noch keinen einzigen Fisch gefangen. Wir haben zu wenig Fleisch mit, außer die eine Notpackung Hühnchen. Ein Stück Hecke schneiden. Erzähl das nochmal. Michael hat gesagt, wer jetzt zu Hause wird, der Hecke schneiden. Es läuft das Video. Echt? Nee, ne? Du sollst irgendwas Schlaues sagen für die Nachwelt. Ich muss mich noch frisieren. 3 Jahre. So, Chris, jetzt deine Chance, endlich was zu sagen. Fake it until you make it. Endlich mal was. Das hat er von mir gelernt. Das ist die erste Action jetzt, die wir hier haben. Wir hatten heute Nacht schon einen Squall durchziehen, der uns ziemlich durchgeschüttelt hat. Und dann hat sich die Lage beruhigt. Wir haben einen Bojenständer drauf gesetzt. Und jetzt kommt aber hier der nächste, noch größere.
Weshalb wir jetzt die Segel komplett runtergenommen haben, Motor angemacht haben. Und jetzt fahren wir voll rein. Mensch, warum schaukelt denn das so? Und das alles im Urlaub. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance, dance like nobody's watching me. I'm gonna dance. I'm gonna dance. I've been trying to cope since you ran away. I've been feeling lost, I've been feeling pain. And no matter what I do, I just feel like I do what I do for you. I tried to call the doctor, it didn't help. Took a trip back to the sun to revive myself. Okay. No matter what I do, I just feel like I do what I do for you. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance, dance like nobody's watching me. I'm gonna dance. So, jetzt mal für die Kamera. Während Albert und ich hier gerade vorzüglich kochen, hat uns ein Squall erwischt. Ja. Nee, sind nicht meine. Nee, keine Ahnung. Hat uns ein Squall erwischt. Es fängt an zu regnen und alles flog gerade rum, inklusive dem Satellitentelefon. Jetzt muss da drin essen, wenn das überhaupt klappt. Ja. Und was machen die Häschen? Die Seehäschen. Steuert ihr das Boot auch schön und macht die Kränkung raus? Häschen, einmal in die Kamera lächeln. Habt ihr auch Spaß? Ja, Papa, Spaß! Rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. An einem entspannten Abend, während wir gegessen haben, hat uns doch tatsächlich ein kleiner Vogel besucht, der direkt neben mir gelandet ist. Zu dem Zeitpunkt waren wir 421 Seemeilen von der Karibik, also ca. 800 Kilometer entfernt. Ich habe leider nicht herausgefunden, was es für eine Art ist. Vielleicht eine Schwalbe. Wer es weiß, kann sich sehr gerne melden. Sind das alles Kaltfronten? Ich verstehe es nicht. Aber warum kommen denn mehrere Kaltfronten hintereinander? Erklär mir das doch mal.
würde ich dir gerne erklären, wenn ich ein richtiges Wetterbild hätte von denen, dann würden wir sehen, wie die tief sind, wie die hoch sind. Das ist Azorene. Das ist Azorene. Dann kommt tatsächlich dieses Flauteband. Aber es ist schmaler geworden. Ja, pass auf. Und es zieht dann, es ist genauso breit, aber es entwickelt sich über uns und weiter südlich. Ja, Und wir sind dann schon dort. Das heißt, wenn du hier ein Karree nimmst, das ist ein Breitengrad. Ja. Ne? Und das heißt, wir haben dann hier, wenn wir jetzt machen, wenn wir am Dienstagmorgen, spätestens vermute ich mal nach jetzt, Dienstagmorgen ist der Motor an, vielleicht auch früher, dann fahren wir dem einfach nach Norden entgegen. Sagt, den kürzesten Weg nehmen wir hoch. Das sind dann 120 Seemeilen statt dieser prognostizierten 300, die wir gestern hatten. Du erinnerst dich? Ja. Und dann sind wir aber schon da oben. Dann sind wir schon ein Stück durch. Ja. Und wenn wir dann hier sind, dann kommen wir hier oben ist der 30. Dann kommen wir in die Westwindzone. Und dann können wir ballern. Da müssen wir hin und dann bewegen wir uns hier ich sag mal so, wir folgen dem Windband hier am südlichen Rand. Ja. Nicht oben reinfahren und ziehen so hoch. Und das ist dann ab hier ausschließlich Raumwind. Das heißt, ab hier werden wir Stand jetzt wahrscheinlich nur noch die Genua benutzen. Ja. Bis da hoch. Ja. Das heißt, das ist dann ein schönes Segeln und ein schnelles Segeln. Ja, tatsächlich hatten wir zu dem Zeitpunkt noch knapp 2 Wochen bis zu unserer Ankunft. Wir wussten noch nicht, dass wir unser Ziel wegen schweren Sturms beinahe nicht erreicht hätten, dass aus den roten Flächen mit 25 bis 35 Knoten in der Windvorhersage am Ende schwarze Flächen mit Gegenwind wurden und dass sich derartig viele Probleme verketten würden, dass man sich fragen könnte, wofür wir eigentlich unseren guten Schnaps an Neptun geopfert haben. Und wir wussten auch noch nicht, was allein dieser Tag mit sich bringen würde. Ein Fisch an der Angel. Ich habe ihn springen sehen. Nach einer Woche jeden Tag mit 2 Leinen angeln. Jeden Tag haben die anderen mich geärgert, dass ich nichts fange. Außerdem haben wir tatsächlich Sorge, genug Proviant dabei zu haben. Unter anderem habe ich alle meine Gerichte mit Fisch geplant, weil ein anderer Skipper namens Andreas, er weiß, wer gemeint ist, versprochen hat, dass man auf der Atlantiküberquerung von West nach Ost so viel Fisch fängt, dass man aufhören muss zu angeln. Ruhig näher dran damit, ruhig näher dran. Ich denke auch, nimm den Grabschnitzer weg. Nimm den Grabschnitzer weg. Ich denke noch, nimm den Grabschnitzer weg. Ja, das wäre ärgerlich und ich war richtig traurig. Ich war aber auch maximal unfähig. In Wahrheit habe ich auch noch nicht viele Fische gefangen und daher einige Fehler gemacht. Wir hätten den Fisch viel müder machen müssen, also immer wieder Leine nachgeben und dann wieder ranziehen und wieder nachgeben, bis er sich kaum noch bewegt hätte. Dann hätte ich den Fisch natürlich auf keinen Fall an der Leine an Deck ziehen dürfen, sondern hätte das Gaff in ihn reinschlagen müssen.
Weg war es, unser Mahi-Mahi-Abendessen, aber ich war froh, dass sich der Haken aus dem Maul gelöst hatte und der Fisch einfach wegschwimmen konnte. Er konnte also weiterleben und wir haben auch nicht den Haken bzw. Köder verloren. Immerhin. So, Noé und ich haben das ganze Obst gewaschen im Spülbecken. Jedes einzelne Obstding, was da drin war, rausgeholt und mit 3 Kappen Reinigungsessig zum Wasser gegeben und jedes Obststück gereinigt, weil uns alles wegschimmelt nach einer Woche. Alle Schimmelteile weggeschmissen. Es war total anstrengend, weil hier stickig ist, alle Luken sind zu. Wir haben krassen Wind draußen. Während wir das gemacht haben, Noé und ich, haben die anderen oben gerefft. Noé, wie war das doch mal? Lieber Schweißperlen als gar keine Perlen? Gar kein Schmuck. So, Als gar kein Schmuck. so Lieber, das passt heute gerade richtig, ne? ja, lieber Schweißperlen als gar kein Schmuck. Werner, was sagst du dazu? Statement für die Kamera. Wir hatten heute leider, also coolerweise einen Fisch an der Angel, den ich leider verloren habe wegen Unfähigkeit. Und den hätten wir dringend gebraucht, weil wir nicht genug Proviant haben. Schauen wir mal, wie viel wir noch fangen. Reinhard ist der Mann fürs Grobe vorne auf dem Schiff. Der hat gerefft. Reinhard, wie geht's dir? Kein Problem, jetzt macht das Segeln Spaß. Der Reinhard hat's drauf und der wird auch nicht seekrank. Ich filme jetzt hier nochmal diese Scheibe. Oh, so richtig tiefblau. Die Schläge auf den Rumpf von innen sind so krass, ist so laut. Über uns zieht gerade eine Kaltfront. Wir hatten gestern schon eine Kaltfront und es kommt wohl noch eine dritte. Aus irgendeinem Grund kommen 3 Kaltfronten hintereinander. Dieses Wetterphänomen habe ich nicht gelernt in meinem SSS. Das muss ich jetzt auch nochmal erklären. Noé ist unser Mann, der alles weiß und schon überall gearbeitet hat. Unter anderem auch schon auf dem Rammstein-Konzert. Aber Noé weiß wirklich alles. Noé hat auch schon im spanischen Kinderheim gearbeitet. In schweizerischen EDV-Firmen, schweizerischen Softwareberatungen. Aber das hat zu wenig Impact für den Noé, wie man heutzutage sagen würde. Oder Noé, kein Impact. Kein Impact oder viel heiße Luft oder was? Ja, genau. Auch wenn du da gearbeitet hast, wenn das Iridium abstürzt, kannst du trotzdem nichts mit anfangen. Ja, der Noé, der kann Software, aber Iridium kann er nicht. Wir müssen einen Beileger fahren, damit wir E-Mails empfangen können, glaube ich. Versuchst du gerade E-Mail zu empfangen? Ja, versuchen, genau. Die Antenne wackelt zu sehr. Aber Moment mal, steht das Iridium noch oben? Wo ist es denn? Ah ne, das. Geht das durchs Boot durch? Ne, die Antenne ist am Heck neben der Satellit. Ah, wir haben eine externe Iridium-Antenne. Wir haben insgesamt 3 Iridiums. Wir haben 3 Iridiums, aber zu wenig Essen. 2 was? Ja, aber es hilft uns alles nichts, wenn wir keine Fische fangen. Da gibt es bestimmt auch einen Begriff für Over-equipped. Ja, genau. Over-equipped, aber zu doof, den Fisch an Bord zu halten. Tja, und dann ist eine Beinahe-Katastrophe passiert. Eine von den vielen Gefahren, denen man auf einer Ozeanüberquerung ausgesetzt ist. Der Wind wurde im Verlauf des Abends eigentlich schon schwächer, hatten nur noch 16 bis 18 Knoten und 3 Meter Welle. Das Große ist im Ref 1, die Genua im Ref 2, schon vorbereitet für die Nachtfahrt. Wir haben zusammen gekocht und entspannt gegessen. Nach dem Essen geht einer von uns den Niedergang runter, hält sich offensichtlich mit der falschen Hand fest, verliert die Kontrolle und stürzt die Treppe runter. Er dreht sich im Fall und fällt mit dem unteren Rücken auf die Kante vom Navigationstisch. Jetzt liegt er da auf dem Boden mit krassen Schmerzen unten an der Wirbelsäule. Wir gehen in den Beilieger und überlegen. Auf jeden Fall erstmal nicht bewegen und beruhigen. Hände und Füße kann er bewegen, kein Kribbeln in den Extremitäten. Das nächste Land wäre zurück in die Karibik, die nördlichen Antillen, also Barbuda oder Guadeloupe, aber mehrere Tage entfernt. Klar ist, wenn wir den medizinischen Seenotruf wegen einer Rückenverletzung anrufen, werden die uns sofort den Abbruch empfehlen, da ein MRT nötig wäre und sich der Verletzte nicht mehr bewegen dürfte. Über AIS haben wir in 10 Seemeilen Entfernung einen Frachter in Reichweite. Die Frage ist, ob man den Verletzten überhaupt aus dem Boot auf einen großen Frachter abbergen könnte. Das Ganze wäre in jedem Fall auch gefährlich. Schlussendlich will der Verletzte abwarten, eben weil er alles noch bewegen kann und kein Kribbeln hat, nur große Schmerzen. Also mehrere Ibuprofen, um eine Schwellung im Rücken mit Druck auf den Nerv zu vermeiden und Fixierung auf der Bank im Salon, damit er sich nicht mehr bewegt. Er will nicht abbrechen und so fahren wir dann also erstmal weiter.
Im Salon ist ziemlich frische Luft. Wir sind nämlich in einem Hochdruckgebiet angekommen. Mit strahlend blauem Himmel. Keine Wolken. Hochdruck heißt kältere Temperaturen. Und überhaupt sind wir mittlerweile schon bei dem 24. Breitengrad angekommen. Den Skippy interessiert das alles nicht. Ah ja, und wir haben alle Äpfel und alles Gemüse, was wir noch hatten, in der Gefriertruhe verstaut, weil langsam alles verschimmelt. Lagebericht Ende. 1. April, Sonntag. Uiuiui, wir haben noch viele Tage vor uns. Counting the days until summer, feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Counting the days until summer, feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. So, Noé und ich haben jetzt endlich mal auch Brot gebacken. Noé, was sagst du dazu? Ja, klebt. Klebt. Ja, wird schon gut. Die Schüssel ist genauso groß, dass sie an 3 Seiten hier hält. Und der Teig muss gehen. Die Hefe in einem warmen Raum. Und der wärmste Raum ist die Toilette. Weil hier scheint die Sonne drauf und hier ist noch ein Fenster. Und deswegen gehen jetzt die Brote auf dem Klo. Okay, Bin da mal gespannt, ob da was wird. dann mal rein damit. Aber nur 2 oder Nee. Regle kriege ich dir natürlich. Motiv. Nee, wir sind ja auf Kollisionskurs mit einem... Ja, mit irgendeinem Tanker. Counting the days until summer, feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Counting the days until summer, feeling the warm rays upon my face. Leave all my worries in a gentle breeze. Big sunshine and new life in the way I need. Das ist ja unglaublich. Wir dachten, wir werden verhungern und verdursten. Und jetzt kommt hier aus dem dreifachen doppelten Boden kommt hier die Milchbunker zutage. Ich bin das jetzt mal zu sagen lasse. Ehrlich, unglaublich. Hier, Milch hatten wir auf unserer Liste nur noch 8 Liter. Aber wir haben ja noch 11 Tage. Aber jetzt haben wir mehr gefunden. Wir haben ein bisschen Diesel abgekriegt hier. Und ist sie noch zu? Ja, ist noch zu, aber der Deckel ist eh gleich abgeschraubt. Also der Deckel kam so ab. Ja, die trinken wir nicht mehr. Die ganze Tüte ist ja schon getränkt. Wie gewonnen, so zerronnen. Die Milch, ganz viele Milchpackungen. Diesel, das ist klebrig. Die Milchpackungen sind mit Diesel getränkt. Jetzt möchte ich meinen Bruder hier haben. Das ist genau seine Arbeit. Wieso? Gynäkologe oder was? Ja klar, Ölforscher. Wir melken.
Ich bin der Bulle. Kommt alles ins Video. Ich weiß. Denk dran, du musst den Film auch deiner Frau zeigen. Greifen, Runde. Diese abgefüllte Milch aus der Dieselmilch. Das Schöne auf dem Meer und übrigens auch unter Wasser ist, dass jederzeit unerwartete Dinge passieren können. Von der einen auf die andere Sekunde rattert die Angelrolle los, weil ein Fisch gebissen hat. Dieses Mal sind wir besser vorbereitet, weil wir die Fehler vom ersten Mal genau analysiert haben. Auf der Rolle sind fast 400 Meter Angelschnur, wir lassen den Fisch also erstmal sehr viel Schnur mit leichtem Widerstand rausziehen, damit sich der Haken im Maul verfestigen kann. Währenddessen können wir uns vorbereiten, Schwimmwesten anziehen, Handschuhe anziehen und ins Boot einpicken und natürlich Kameras bereit machen. Wir nehmen Fahrt aus dem Boot, indem wir das Vorsegel einrollen. Durch zu viel Fahrt wird der Widerstand zu groß und die Gefahr besteht, dass die Schnur reißt. Beim letzten Mal hatten wir aber zum Ende hin zu wenig Fahrt und kurz vor dem Boot hat der Fisch das Boot überholt, wodurch die große Gefahr bestand, dass sich einerseits der Haken löst und andererseits der Fisch die Angelschnur unter das Ruder zieht und sich die Schnur verheddert. Dann muss der Fisch müde werden. Ich ziehe die Rute langsam zu mir ran und während ich wieder nachgebe, kurbel ich die Schnur ein paar Umdrehungen rein. Dann wieder warten, bis der Fisch wieder wenig Widerstand gibt, Rute ranziehen, wieder nachgeben und schnell kurbeln. Die Kurbel hat ein Getriebe, das heißt, je stärker ich mit der linken Hand den Widerstand in der Kurbel einstelle, desto mehr Leine wird mit einer Umdrehung reingekurbelt. Umso mehr Kraft braucht man aber auch. Manchmal zieht der Fisch so stark, dass ich die Rute nicht ranziehen kann und abwarten muss. Meine größte Sorge ist, dass die Schnur reißt. Sie hat nur eine Zugkraft von 20 Kilo, was eigentlich etwas zu wenig ist. Zwar wird der Fisch an der Leine keine 20 Kilo wiegen, allerdings zusammen mit dem Wasserwiderstand und einzelnen ruckartigen Zügen des Fischs können die 20 Kilo schnell erreicht werden. Die einzelnen Züge werden allerdings wieder durch die Schnur kompensiert, die Reck hat, also dehnbar ist und die Rute, die extrem dehnbar ist. Das Ganze geht tatsächlich 45 Minuten, bis wir den Fisch in der Nähe des Bootes haben. Tja, wir freuen uns natürlich sehr, einen Fisch gefangen zu haben, vor allem, weil wir gar nicht so viel Proviant haben und diese Eiweißportion natürlich gut gebrauchen können. Aber wir töten gerade ein sehr hohes Lebewesen und ehrlicherweise auch ein sehr schönes Lebewesen. Es ist auch gar nicht so einfach, einen so großen Raubfisch tatsächlich zu töten. Ich habe noch nie einen Mai-Mai gefangen und weiß daher nicht genau, wo das Herz sitzt. Also schütten wir erstmal Schnaps in die Kiemen zur Betäubung und dann steche ich mit dem Messer in den Kopf, um das Gehirn zu treffen. Leider ist das arme Tier nicht so schnell gestorben, also habe ich von unten in den Kopf gestochen und wir haben nochmal Alkohol in die Kiemen geschüttet. Die Schönheit und die Grausamkeit der Natur war in der Situation sehr offensichtlich. Ich esse grundsätzlich Fleisch und mir ist bewusst, dass ich damit Tiere töte. Die Art und Weise ist hier immer noch besser als jede Art von Tierhaltung mit anschließendem Tod. Und auch dieses Lebewesen hier ist ein großer Raubfisch, der jeden Tag zahlreiche andere Fische frisst. Tatsächlich ist es aber so, dass die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich seit Jahren gar keinen Fisch esse, außer wenn ich diesen selber fange, um die Meere nicht auszurotten. Und natürlich macht das in der Gesamtbetrachtung alles keinen Sinn, weil wir so oder so mit unserer Existenz die Welt zerstören. Was? Der hat gezuckt.
Sind ja auch Nerven, würde ich sagen. Bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Nö. Das ist ein Anlauf. So filetieren die dich. Kudus nganga ay kauda ashute kauda ngana Aba washidaya mama ay nganga dai watishkinga Nuane fuda kudus nganga ay kauda ashute kauda ngana Aba washidaya mama ay nganga dai watishkinga Ein fliegender Fisch, der auf dem Rücken liegt und echt große Flügel hat. Jetzt das Joghurt-Eis mit heißen Himbeeren, Schlagsahne. Das wär's. Es folgen 2-3 Tage mit gutem Wind, an denen nicht viel passiert ist und die insgesamt entspannt waren. Langsam kommt auch ein bisschen Langeweile auf und so langsam natürlich auch Heißhunger auf die ein oder andere Köstlichkeit, die unsere Bordküche nicht zu bieten hat. Da wir inzwischen die Westwindzone erreicht haben, konnten wir in der Vorhersage schon sehen, dass wir bald von Westen von einem Tiefdruckgebiet eingeholt werden, das über 30 Knoten Wind bringen wird. Und von unserer Zentrale in Hamburg haben wir erfahren, dass sich in einer Woche noch ein deutlich massiveres Tiefdruckgebiet zusammenbrauen wird, das die gesamten Windverhältnisse auf dem Nordatlantik durcheinander werfen wird. Und wir haben sogar das einzige Segelboot der gesamten Überfahrt getroffen. Ein kleines Boot namens Flora, das auch auf dem Weg auf die Azoren ist und bereits von dem uns einholenden Sturm erfahren hat. Flora, this is Rubin. Hi, hello. We have just received some information from home that it's better just head the straight course to Ponta Delgada, so we are bearing more east now, but we wish you a safe journey and maybe we'll see you later. Over. Sag ihm, dass wir schneller waren als er und... Okay, we had a little speed run last night, so we left you in the distance. We will keep on our course until we get new weather information, and we wish you a pleasant journey and perhaps see you in Ponta Delgada. Thank you. We'll see you. Over and out. Okay, out. Cool.
Was sollst du jetzt gerade sagen, Skippy? Wegen Bier oder was? Nee, weil wir ja zu wenig Bier haben. Oder weil wir zu langsam sind. Weil wir zu langsam sind. Wir sind also absolut zu langsam. Wobei ich habe nie 11 Tage versprochen. Ich habe nur nicht gesagt, ab wann die 11 Tage gelten. Es gibt auch schon in der Schicht vor mir irgendwelche Diskussionen, die ich aus meiner Kabine höre, was immer schon ein Zeichen dafür ist, dass es schwieriger wird. Die Nacht pechschwarz, kein Mond. Das Boot geht hoch und runter, die Wellen rauf und hinab ins Tal. Autopilot auf Windsteuerung. Man merkt zwar, dass Boot und Autopilot die Bedingungen handeln können, aber es ist sehr unheimlich draußen. Das komplette Öl zeugt an, alles ist nass. Es brechen vereinzelt Wellen sowohl gegen als auch über das Boot. Wir haben relativ viel Krängung, obwohl wir Raumwind fahren. Das Boot knarzt unter Deck, als würde es bald auseinanderbrechen. Kleiner Trost ist, dass wir sehr schnell sind, zwischen 8 und 10 Knoten, in der Spitze bis zu 12, wenn man mal wieder mit dem Boot eine große Welle hinabsurft. Volle Action. Häschen, aufwachen. Aufwachen. Während der Nacht vertreibe ich mir die Zeit und esse eine Tüte Pistazien. Ich warte sehnlichst auf die Dämmerung, da man in den grauenhaften Wellen wenigstens gerne etwas mehr sehen würde, um die Situation abschätzen zu können. Irgendwann gegen 5 kann man einen Unterschied zwischen dem Meer und dem Himmel erkennen, die ersten Anzeichen der Dämmerung. Und irgendwie ist dann sofort alles gar nicht mehr so schlimm. Wir hatten die ganze Nacht tendenziell eher 35 als 30 Knoten Wind und weil wir Raumwind hatten, war das Großsegel eigentlich unnötig und einfach zu viel Segelfläche. So konnten wir nachts das Groß nicht gefahrlos bergen, weil man dazu vorne am Mast ein Stück hochklettern muss, um das Vorlieg vom Segel zu greifen und runterzuziehen. Das kostet relativ viel Kraft, weil man auf diesen Trittflächen hochklettert, sich mit einem Arm und den Oberschenkeln am Mast festklammert und mit der anderen Hand versucht, das Segel runterzuziehen. Dabei schwankt der Mast natürlich krass. Wenn das Segel dann unten ist, muss man es dann noch festbinden, damit es sich nicht von alleine wieder öffnet. Du weißt, das ist jetzt Crunchtime, ne? Das ist jetzt echt hart und saugefährlich, ne? Ja. Dieses Manöver holen wir also jetzt morgens nach, wo wir zu mehreren sind und Sicht haben. Ja, leider hat die schon wieder nicht gefilmt, auch am Mast. Das ist echt bitter. Typisch in solchen Urlauben läuft die Kamera leider gerade nicht in den anstrengendsten und nervenaufreibendsten Momenten, weil man dann wirklich keinen Sinn mehr dafür hat. Das muss das nächste Mal besser werden. Nach dem Bergen des Großsegels frühmorgens folgt ein paradiesischer Segeltag, Kurs Ost, um die 30 Knoten Wind und 3 bis 4 Meter Welle mit extrem schönen Lichtbedingungen.
Läuft der? Ja, der kriegt sich entwickelt. Albert, willst du da bleiben? Ja, sollen wir hier öffnen, den Knoten? Ja, warte mal da. Ja, wir haben die geöffnet. Heute müssen wir jetzt so, heute mal so in den Knoten. Ja. Super klasse. Langsam wird das was hier. Ich hab dieses Bild schon vor meinen Augen. Ehrlich, so. Wie der 7 so Hasen sitzen. Ja, malen können. So groß. Ja, das ist glaube ich nicht so schwer. Das ist wirklich so schwer. Wie so ein Schneemann mit Ohren. So ein runder Körper unten, ein bisschen kleinerer oben und dann. Und dann ein Pöbel. Das macht sich das eine Partei. Ja, genau, ja, genau. Dann noch 2 Reilingsfäden, weißt du? Fädchen auf der anderen Seite, auf der Reling. Ja. Der macht so einen Scheiß. Der Champagner, der kommt ja noch. Warte mal, wann hast du Geburtstag? 14. Dauert noch. Am 14. Ja, da sind wir schon in Horta, Mann. Hast du Geburtstag am 14? Am 14. Ja. Achso, das dann, wenn wir einlaufen. Ja. Nee, das ist 2 Tage nachdem wir einlaufen. Man sieht so richtig, wie Chris nachdenken muss. Am Anfang haben wir immer Witze gemacht, dass wir den ganzen Schlag in 14 Tagen schaffen. Es war aber klar, dass wir eher 18 brauchen werden und an Alberts Geburtstag ankommen werden und wohl nicht früher. Am Abend ging der Wind runter von 32 auf 16 Knoten und es wurde deutlich entspannter. Wir sitzen gerade noch alle im Salon, da schlägt auf Steuerbordseite mit massiver Wucht eine Welle gegen das Boot. Der Einschlag war irrsinnig laut, es gab einen richtigen Knall, das gesamte Boot neigte sich stark nach Backbord, es fühlte sich kurz so an, als würden wir umkippen. Es flogen Gegenstände durchs Boot und es brach auch Wasser in meine Heckkabine ein. Allen stand der pure Schock im Gesicht. Nach ein paar Sekunden haben wir realisiert, dass nichts Schlimmes passiert ist. Es kam offenbar eine große Ausreißerwelle, sehr seitlich und nicht wie die anderen eher achterlich. Da hinten am Heck noch so ein Sicherheitsmittel. Das war noch so eine Schwimmleine, die man auswerfen kann, wenn jemand über Bord gegangen ist. In so einer weißen Gummitaschen. Das Ding haben wir verloren in einer großen Welle vergangene Nacht. Wurde abgerissen. In dieser krassesten Welle, die uns gestern betroffen hat, ist diese Heckstütze gekriegt. So mit dieser Welle, die da und musste meine ganze Technik und so abtrocknen, die auch ein bisschen nass geworden ist. Auf jeden Fall, diese Welle war so krass, das fühlt sich an wie ein Raketeneinschlag von der Seite. Ich dachte wirklich, das Boot kippt um, es war super laut und dann hatten wir entschieden, weiter nördlicher zu fahren. Wir waren versehentlich schon quasi, weil der Wind etwas gedreht hat auf Headwind und das geht einfach nicht. Und dann sind wir auf Hauptwind gegangen und dann hatten wir keine Welleneinschläge mehr. Sind wir vollzählig eigentlich? Ja, dann lass mal loslegen, weil meine Hose ist nass, ich will aus meinen Sachen raus. Ist das richtig so? Profi. Jetzt können wir hoch, oder? Topland hoch. Ja, ich hab. Sieht gut aus. Du musst vieren. Du musst fliehen. Ja. 6,5, 7,2, 7,4, 7,5, 7,8, 7,9. Geil.
das mit Regen im Zusammenhang, der drückt nochmal. Klasse! Sehr geil. Sehr geil. Auf nach Horta zum Salat und zum Steak. So, jetzt angeln wir wieder. Auf Vorwindkurs beißt die Fische gut. Hat mir der letzte Mahi-Mahi geflüstert, bevor er verreckt ist. Das sind die aktuellen Predict-Wind-Daten von gerade eben. Direkt von unserer Position bis nach Horta. Wir haben ja jetzt hier unsere Segel ausgebaut, Butterfly. Das heißt, das wird auch noch eine ganze Zeit so dauern. Butterfly, wir haben jetzt auf Windsteuerung umgestellt. Kann sogar sein, dass wir Butterfly einfach weiterfahren müssen. Ja. Der das im Wind mitsteuert bis hier irgendwie. Bis da, ja, genau. Und da müssen wir dann die Segelsteuerung entsprechend ändern. Und hier werden wir uns dann entscheiden, wie wir dann letztendlich bis nach Horta fahren. Kann sein, dass wir, wenn der Wind vorher aus Norden kommt, dass wir am Anfang noch ein Stück höher fahren und dann mit Halbwind bis nach Horta reinzufahren. Wir werden aber sicherlich noch mal zwischendrin knapp einen Tag Motoren müssen. Ja. Der Diesel ist aber genug im Tank, alles gut. Ja, super. So, das muss ich jetzt nochmal erklären, weil es interessant ist und erklärt, weshalb wir an unserem letzten Tag in Schwierigkeiten geraten sind. Die Grafik zeigt die Windvorhersage für die nächsten 4 Tage. Die bunten Linien sind vorgeschlagene Kurse aufgrund unterschiedlicher Windvorhersagemodelle, aber die sind jetzt erstmal egal. Es kommt jetzt hier gerade auf den vorhergesagten Wind an. An der Stelle mit dem Pfeil wird sich das Boot in ca. 2,5 Tagen befinden. Bis zu diesem Punkt haben wir noch Wind von hinten, wir können also entweder Vorwind oder Raumwind segeln und es gibt kein Problem. So wie der Wind bis dahin kommt, ist es eine normale Tiefdrucksituation an dieser Stelle des Atlantiks. Also ein Tiefdruckgebiet kommt von Westen Richtung Europa und dreht gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, der Wind kommt tendenziell aus westlichen Richtungen. Ein Stück weiter wird die Fläche blau, weil der Wind schwächer wird und schon deutlich nördlicher kommt. Wir kommen nämlich in eine Flaute, weil der Wind anfängt zu drehen. Man sieht jetzt, dass der Wind noch deutlich weiter auf Nordost dreht und praktisch genau aus Richtung der Azoren kommt. Zwar wären wir jetzt an dieser Position des Bootes genau auf Halbwind, allerdings wenn wir auf Halbwind bis unter die Azoren segeln, müssten wir irgendwie das letzte Stück genau gegen den Wind an die Inseln rankommen. Wir hoffen, dass wir zeitlich hoch genug an den Wind rankommen, um dann nach Horta abfallen zu können. Klar ist aber auch schon jetzt, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist, da der Wind von Stunde zu Stunde stärker werden wird, und zwar bis Windstärke Beaufort 10, also 50 Knoten. Dann erzähle ich jetzt hier auch noch was in die Kamera. Wir haben hier gerade so angefangen, klar Schiff zu machen, nachdem wir 2 Tage lang 35 Knoten hatten. Alle Sachen sind überall aufgehängt zum Trocknen. Meine Hose ist von innen nass geworden. Ja, aber weswegen? Weil ich eine Luke offen hatte und dann eine Welle reingeschwappt ist von oben in die Luke. Durch die Sprayhood durch, reingeschwappt in die Hose rein und in meine Schuhe. Jetzt sind die schönen Gore-Tex-Sachen nass. Jetzt gibt es aber leckeres Frühstück nach anstrengenden Tagen mit Ei und Speck. Da hast du ja einen Häschenkorb mit den Eiern. Ist ja wie an Ostern. Mensch. Da werden die Eier sauber gemacht, die kaputt gegangen sind. Und jetzt zeigen wir noch meine... Oh, ich rutsche hier überall rum. Meine geilen Wäscheleinen, die ich aufgehängt habe, um alles zu trocknen. Und an Deck, Reinhard hält die Stellung. Wir fahren Vorwind mit unserem tollen Butterfly. Richtig geil. Das klappt total gut, wie wir unten im Video gesehen haben. Haben wir jetzt Südwestwind und fahren nach Nordost. Vorwind mit Windautopilot drin und der steuert auf Vorwindkurs. Der Hammer, wir machen so ungefähr 8 Knoten. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long, want you all night, watch 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 all night. Why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without
all night long. Want you all night long. Give me all your love, baby. Give me all your love, baby. Give me all your love, all your love, all your love. Give me all your love, baby. Give me all your love, baby. Give me all your love, all your love, all your love. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Der fährt 9 Knoten, wir fahren jetzt knapp 6 Knoten. Dann kannst du ausrechnen, wie schnell wir zusammenkommen. Und das ist ein Riesenpott. Ja, deswegen muss man das frühzeitig machen. Und das müsst ihr im Kanal auch ganz frühzeitig klären, wie man aneinander vorbeifährt. Bis der nämlich was gemacht hat, ist alles zu spät. Marine Respect, this is Sailing Yacht Rubin, over. Station calling K Marine Respect. Good morning, sir. We are the sailing yacht in front of you. I just want to ask you, how do we pass each other? Port to port or starboard to starboard? Over. Port to port. Okay, understood. Port to port. Over. May I know your position, please? Position for uns. Our position is 37 degrees 00.6 for 3 minutes north, 034 degrees 21.861 minutes west. Over. Okay, I repeat your position. 3700.66 north. Yes. Longitude 03421.8 west. Is that correct? Yes, absolutely correct. Over. Was sagen wir haben jetzt? I will be monitoring you and we will be passed port to port. Okay, understood. Out and over and out. When you will come my way, when you will come my way, Die letzten 2 Tage haben uns Delfine begleitet von der Art des gewöhnlichen Delfins. Super schön. Die Delfine sind teilweise über 1 Stunde mit uns mitgeschwommen und wir haben super viel Zeit für Fotos. Bei mir persönlich war allerdings die Stimmung schon ein bisschen davon beeinflusst, dass wir wussten, dass eine sehr schwierige Wetterlage auf uns zukommen wird. Unsere Zentrale in Hamburg hat uns vor einiger Zeit schon geschrieben, dass schwerer Gegenwind kurz vor unserem Ziel auf den Azoren aufkommt und es ein Wettlauf gegen die Zeit wird. Je länger wir brauchen, desto stärker wird der Wind. Wir nehmen den Motor hinzu, allerdings haben wir die letzten Tage schon sehr viel gemessen und gerechnet und wir müssen davon ausgehen, dass der Diesel in den nächsten Stunden zur Neige gehen wird, weil wir auf der gesamten Passage alles verbraucht haben. when you come my way, Nochmal zur Erinnerung, das ist die Windvorhersage, die ich schon erklärt habe, die ca. 2,5 Tage alt ist, aber den heutigen Tag vorhergesagt hat. Wir sind noch nicht ganz an der Position des Bootes hier, sondern südlich der Insel Flores, die schon zu den Azoren gehört. Es war vorhergesagt, dass der Wind von West auf Nord-Nordost dreht und so ist es jetzt auch. Allerdings dreht der Wind weiter von Nord-Nordost auf Nordost, sodass wir den höchsten Punkt am Wind schon vor der vorhergesagten grünen Linie erreicht haben. Das heißt, näher an den Wind kommen wir nicht und wir müssen mit Am-Windkurs abfallen, um Richtung Horta auf Fayal zu gelangen. Auf die Insel Flores nördlich von uns können wir übrigens nicht, weil der Hafen im Südosten liegt und damit in unserer Windkonstellation dem Wind voll ausgesetzt.
Der Hafen würde also keinerlei Schutz bieten. Unser Ziel Horta liegt auf der Ostseite von Fayal, also praktisch genau zwischen den beiden Inseln Fayal und Pico. Wie man sehen kann, sind es noch 142 Seemeilen, also 263 Kilometer. Nach 3 Wochen, fast 3 Wochen, das erste Mal an. Juhu! Jetzt muss ich nochmal das Windsystem im Größeren erklären. Wir haben für den Nordatlantik eine sehr außergewöhnliche Konstellation der Drucksysteme. Links oben auf der Karte sieht man den Nordzipfel von Nordamerika und rechts unten die Westseite von Afrika. Bei dem roten Pfeil und dem blauen Punkt liegen die Azoren. Normalerweise wandern von Nordamerika nach Europa Tiefdruckgebiete von West nach Ost, die sogenannte Westwindzone, und bei oder südlich der Azoren liegt das sogenannte Azorenhoch. Bei uns hat sich aber gerade völlig gegen die Regel ein Hochdruckgebiet nordwestlich der Azoren gebildet und entsprechend bildet sich südlich der Azoren ein Tiefdruckgebiet aus. Normalerweise wäre es genau umgekehrt. Hochdruckgebiete drehen sich im Uhrzeigersinn und Tiefdruckgebiete drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Die Azoren liegen ungünstigerweise genau dazwischen, sodass der Wind in diesem Bereich deutlich beschleunigt wird. Genau gegen diese Windrichtung liegt unser Ziel, Horta, und je länger wir brauchen, desto stärker prägt sich die Düse zwischen den beiden Druckgebieten aus. Die Windvorhersage liegt auch lange nicht mehr bei Beaufort 6, sondern mittlerweile Böen bei Beaufort 10. Wir sind mittlerweile in der Situation, dass wir gegen den Wind kreuzen müssen, um an die Insel Fayal ranzukommen. Unsere Hoffnung ist, dass wir ganz nah an der Küste im Lee der Insel Windschatten haben, um es dann unter Motor um die Ecke rum nach Horta zu schaffen. Wir kreuzen allerdings jetzt schon mit Hilfe des Motors Vollgas, weil das Boot durch die hohen Wellen sehr stark abgebremst wird. Wir machen teilweise nur noch 3 Knoten über Grund, das heißt wir kommen kaum vorwärts. Die beiden letzten Videos sind mit der GoPro und der Insta360 gemacht, beides mit starkem Weitwinkel, sodass man die Größe der Wellen leider einfach nicht so richtig sieht.
Zwischenzeit sind wir durch Kreuzen per exakter Handsteuerung näher an die Küste rangekommen. Es ist wirklich verrückt, wie sehr sich die Gefühle vermischen. Wir sind überwältigt, dass wir das erste Mal wirklich Land greifbar in Sicht haben und man sogar schon Strukturen von Häusern sehen kann. Das Bild vor uns ist wunderschön. Die Wolkenhaube über der Insel, das Licht und der freie Himmel zwischen den Wolken, das grüne Band mit der Steilküste, der Regenbogen und dazu die Hoffnung, endlich anzukommen. Auf unserem Track sind wir jetzt gerade hier. Während der Anfahrt werden die Wellen deutlich kleiner, weil die Abschattung der Insel einen großen Effekt hat. An dieser Stelle müssten wir allerdings leider auch realisieren, dass die Insel keinerlei Abschattung von dem Wind bietet, so wie wir es erhofft haben. Im Gegenteil, zeitweise setzt der Wind innerhalb von Sekunden aus und es herrscht minutenlang unerklärliche Windstille. Doch dann bricht eine Fallböe von der Steilküste aus über unser Boot hinweg, sodass man den Knick sogar in unserem Kurs sieht. Von da an rollen immer wieder Fallböen von querab über unser Boot und die Sturmböen aus Kielrichtung werden immer massiver, da wir uns dem Zwischenraum zwischen der Insel Fayal und der östlichen Insel Pico immer weiter nähern. Dieser Felsen markiert das Kap, um das der starke Wind durch den Kanal zwischen den Inseln presst. Als wir das Kap, also den Felsen unterhalb passieren, wird der Gegenwind auf Amwindkurs mit 45 Knoten so stark, dass es nicht mehr möglich ist, den Kurs bzw. das Boot zu halten. Leider ist es jetzt nicht mehr möglich zu filmen. Wir müssen abfallen. Der Sturm peitscht die Gischt parallel über die Wasseroberfläche, die gesamte Luft ist voll mit Wasser. Wir stehen mit Skibrillen am Steuer. Von Zeit zu Zeit bricht seitlich von vorne eine Welle über das gesamte Boot. Unser Ölzeug hilft kaum noch, weil die Wellen ins Gesicht, am Hals in den Anzug reinschwappen. Wir realisieren, dass wir es nicht nach Horta schaffen, weil der Gegenwind durch den Kanal einfach zu krass ist. Wir fallen ab und schaffen es mit großer Mühe, den letzten Lappen des Vorsegels einzuholen. Wir segeln durch das Abfallen weg von der Insel, was emotional der völlige Zusammenbruch ist. Jeder wollte einfach nur noch ankommen, weil das Ziel zum Greifen nahe ist, aber dennoch nicht erreichbar, wie in einem Albtraum. Es herrscht kurz Hilflosigkeit, was wir machen sollen. Durch das Wegsegeln auf Raumwind werden wir super schnell und verlieren ebenso schnell Höhe zum Wind, die wir niemals wieder gut machen können. Also fahren wir eine Wende und segeln sogar ein Stück wieder zurück, nur ohne Ziel, weil auf der Südküste von Fayal einfach kein Hafen ist. Wir rufen unter Deck das Marine Rescue Coordination Center der Azoren an, nicht um einen Notruf abzusetzen, aber um zu fragen, was wir tun können. Das MRCC hat uns schon auf dem Radar und AIS verfolgt, weil jedes Boot, das es nicht mehr rechtzeitig in einen Hafen geschafft hat, potenziell in Schwierigkeiten geraten ist. Das MRCC rät uns auf Halbwind nach Osten rüber zur Insel Pico zu segeln. Dort gibt es weit östlich, aber an der Südküste, einen kleinen Fischerhafen namens Lajes do Pico. Wir wenden also wieder und machen uns auf Halbwind über den Kanal auf den Weg, was ohne Vorsegel und mit weit geöffnetem Gros dann auch möglich ist. Glücklicherweise bietet der direkt im Westen gelegene 2300 Meter hohe Vulkan Pico endlich das erste Mal Windschatten. Und auch die Wellen sind deutlich kleiner geworden, nachdem wir es über den Kanal zwischen den beiden Inseln geschafft haben. Leider bricht jetzt die Dunkelheit ein und es ist klar, dass wir erst nachts in dem Fischerhafen Lajes do Pico ankommen werden. Das MRCC hat uns schon gesagt, dass es den Hafenmeister wecken wird, damit er uns bei Ankunft helfen kann. Wir segeln also ostwärts und können uns durch den Windschatten das erste Mal ein bisschen neu organisieren, am Steuer wechseln und was essen. Die Herausforderung ist allerdings noch nicht zu Ende. Bei noch immerhin 30 bis 35 Knoten Wind schaffen wir es kurz vor dem Hafen erst nicht, das Großsegel zu bergen, weil ein Mastschlitten ganz weggebrochen ist und der andere angebrochen und verkantet. Wir sind kurz davor aufzugeben und abzudrehen, dann schaffen wir es doch mit viel Glück in einer Böenpause. Als wir dann endlich in Anfahrt unter Motor auf den Hafen sind und jeden Moment davon ausgehen müssen, dass der Diesel zur Neige geht, fällt der Strom auf der gesamten Insel aus und wir fahren in der schwarzen Nacht einfach auf eine schwarze Wand zu. Schnell geht Werner mit einer hellen Lampe aufs Vorschiff, um zu leuchten, und wir steuern die Hafenmauer nur noch mit Navionics an. Zu unserem großen Glück setzt gerade in dem Moment, in dem wir um die Hafenmauer einschlagen, die Fallböe aus, sodass wir in dem engen Fahrwasser nicht gegen die Hafenmauer gedrückt werden. Wegen der Dunkelheit sind wir sogar auf der falschen Seite einer Steuerbordtonne des Fahrwassers gefahren und zum Glück nicht auf Grund gelaufen. Der Hafen war eigentlich zu schmal und zu flach und nicht für Kielboote gemacht, aber wir hatten eben keine andere Wahl.
Dann endlich winken uns Taschenlampen in der Dunkelheit. Der Hafenmeister und sogar Polizei haben uns zur Anlegestelle gelotst und uns geholfen, das Boot festzumachen. Endlich in Sicherheit und sobald wir fest waren, setzten die Fallböen vom Berg wieder ein. Wir bedanken uns bei den Helfern, sind überglücklich, trinken einen Schnaps und fallen völlig übermüdet in die Koje. Wir haben Neptun einfach zu wenig Schnaps geopfert. Ich war am nächsten Morgen wie üblich als Erster auf und will an Deck das Gas aufdrehen für Kaffee. Völlig verschlafen realisiere ich, dass die einzige Festmacherleine an Lufe an der Hafenmauer nahezu durchgescheuert ist. Man sieht nur noch einen dünnen Teil der Seele. Ich renne unter Deck, wecke alle springen auf und wir fangen an, zusammen das Boot mit sämtlichen vorhandenen Leinen zu sichern. Denn in der Nacht ist der Sturm auf 50 Knoten aufgefrischt und unsere einzige vorhandene Anlegeposition in dem Hafen war denkbar ungünstig. Aber gut, die 13 Leinen, mit denen wir das Boot schlussendlich festgemacht haben, haben dann gehalten und zum Ende des Tages hin wurde der Wind auch schon etwas schwächer und das Wetter schöner. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Who you wanna be for a minute? Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. Sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad. And some lines we wished we'd never said. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. Wir segeln 2500 Seemeilen und schaffen es auf den letzten Metern nicht, unseren Zielhafen Horta auf Fayal zu erreichen. Wir haben ja eigentlich davon geträumt, sofort nach dem Anlegen in das legendäre, über 100 Jahre alte Pita Café Sport reinzustolpern und uns in alter Seemannstradition volllaufen zu lassen. Und wir sind auch nicht dazu gekommen, ein Bild mit unseren Namen auf die legendäre Hafenmauer von Horta zu malen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben.
Die Webseite von Peter Kaffee-Sport sagt es schon richtig. Wer nach Horta segelt und nicht dort gewesen ist, war nicht in Horta. Und wer auf die Azoren segelt und nicht in Horta ankommt, war eigentlich nicht auf den Azoren. Und so hat es sich für uns auch wirklich angefühlt. Aber das Schöne daran ist, dass wir einen guten Grund haben, wiederzukommen und dann mit dem Segelboot in Horta einzufahren.